So, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Vampyr. Ich habe da mal gerade die 2-3 Kämpfe, die wir eben schon gemacht haben, bevor ich gestorben bin, habe ich nochmal schnell erledigt. Und jetzt seid ihr wieder mit dabei. Jetzt geht's weiter. Guck mal, den haben wir sauber erledigt. Alles gewastet. Oh, sogar mit einem Biss haben wir den Kampf beendet. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher schon mal geschafft habe. Haben wir mal hier Patronen. Okay, da haben wir ein paar Schuss noch da. Hier wechselt man die Waffe. Okay. Ah, da ist noch einer. Ja, dann komm mal her. Ah, das ist blöd. Ey, wenn er diesen Jump setzt, dann kommt immer dem sein Attack durch. 1, 2. Jetzt ist er durch. Der bleibt. Einen kurzen Prozess. Eins. Zack, jetzt ist er weg. So, dann wollen wir mal weiterlaufen. Oh, da sind schon wieder die nächsten, du. Haben wir beiden nochmal einen schönen Hit gegeben. 1. Das ist so geil manchmal. Fokus ein und dann... Ich glaube, da kann man sich gar nicht dran gewöhnen. Klar, der kommt jetzt durch, der Attack von ihm. Super, jetzt habe ich mir auch noch auf die falsche Taste gedrückt. 1, 2. Guck mal, er geht aber auch wirklich immer in den Switch. Switcht wild umher. Das ist so nervig manchmal. Dieses wilde Gewechsel von dem Fokus. Komm schon. Da oben ist schon wieder ganz woanders. Irgendeiner, den sehe ich noch nicht mal. Den Fokus ist schon wieder an. Es ist wieder ein Traum. Ich muss irgendwie... Blut. Regenerieren wir live. So, und jetzt können wir zurück in den Fight. Jesus. So, jetzt beißen wir nochmal rein. So, jetzt haben wir's. Also dieser Fokuswechsel, der treibt mich nach wie vor immer noch in den Wahnsinn, ey. Ja, auch so willkürlich ist halt manchmal, ne? Ich fokussiere ja manchmal Gegner an, die sind überhaupt nicht in der Nähe. Das ist ganz merkwürdig gemacht, also. Ah ja. Ist wie es ist. Da ist schon wieder irgendwo einer da. Genau. Jetzt können wir halt den da angreifen, genau. So. Das war ziemlich cool jetzt. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber egal. Macht nichts. Gut, weiter geht's. Wir nähern uns, denke ich mal, dem Ziel. Ist auf jeden Fall alles voll mit Leichen, ey. Ich frage mich, wie da irgendjemand die Beerdigung machen soll, wenn hier alles schon voll ist von der Invasion. Wir können ja auch da gar keine Beerdigung abhalten, ey.
Hoffentlich finden wir das überhaupt nicht. Ja doch, jetzt hier, oder? Ach ja, da oben. Mhm. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Mhm. Okay. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. So, da schalte ich mich mal wieder ein. Jetzt habe ich es mal ausprobiert mit der Cutscene. Ja, sie war die Gutherzigkeit selbst. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Wie soll ich das machen? How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Ich bin kein gläubiger I'm Mann. not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan.
It's you who wants to confess, I think. Okay. Wir sollen jetzt Beichte ablegen. Oh, da ist unsere Schwester. Sehr traurig. Begib dich zu St. Mary's. Ja, da machen wir uns mal auf den Weg dahin. Und dann sollen wir da beichten. Hab ich gehört. Warte mal, hier ist irgendwas. Das sind Blutspuren. Hier ist irgendwas. Ist das nicht hier so ein Safe Room? Da sind irgendwelche Gegner. Ich habe gar keinen Bock auf Gegner gerade. Ja, neuer Unterschlupf, ja. Können wir mal Muni auffüllen vor allen Dingen. Dass ich wieder ein bisschen rumballern kann. Bisschen Kohlen. Wo ist denn das? Wo ist denn das, wo man die Muni auffüllt? 1160 P. Wir haben da noch nicht wirklich irgendwie was zum Verbessern. Ja, gehen wir hier lang. Das scheint der schnellste Weg zu sein. Ein paar von den Wachen mal umgangen. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Okay, die kämpfen da. Aber wie crazy ist er bitte? Wie crazy groß war er denn bis denn? Jetzt kann ich ihn endlich beißen. Hat mal lange gedauert. Reverend K. Boah, was ist das? Oh. Boah, das ist ja voll hart, ey. Guck mal. Das beißen wir. Kann ich mal hier ausrasten. Oh shit, der war gut. Der Hit, da muss ich sagen, der war gut. Boah. Das ist krass, ey. Aber jetzt ist mir scheißegal, was du da machst. Boah, boah, der hat mir einen Killer-Hit gegeben. Scotty, sei ruhig da hinten. This man stunned me with his Sein Glauben, sein His Kruzifix. This is not good news. Nee, das ist nicht gut, nicht gute News. Was? Hä, wo schießt denn einer? So, dann wollen wir mal gucken. Hier unten sind welche. Ach, da. Ach, scheiße. Ach, egal. Ah, ich wollte eigentlich Waffe wechseln. Hab's vergessen. Ein bisschen Munition sparen können. Nicht so schlimm. So, jetzt muss ich wahrscheinlich hier geradeaus durch. Jawohl. Kann ich mal einen Flock schon mal nehmen? Wie viel haben wir denn? Wir haben doch erst kurz vor 5. Entspann dich mal. Wir nehmen nach der Folge können wir was essen gehen.
What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Okay, dann reden wir mal mit dem Vikar Joseph. Das ist eine persönliche Sache. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Was machst denn du da für einen Terror hier? Meine Worte gelten einer I've Verstorbenen. words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Sie war meine She Schwester. was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Sie wurde ermordet. She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? Ich fühle mich I verantwortlich. feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? Bitte verzeih mir. I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass er das jetzt so Forgive sagt. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Ach, so einfach geht es, Mensch. Wenn man jemanden tötet, dann geht man einfach zum Priester, sagt, ey, sorry, sag mal sorry There. und fertig. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Ist hier nicht die Blumenfrau gewesen immer? Vielleicht können wir die mal schnell essen. Ich sehe die nicht mehr. Ist generell irgendwie kein Mensch mehr. Wer ist denn das da? Mit dem können wir mal reden. Good evening, Doctor. Vielleicht können wir hier was Neuigkeiten. Oh, Neuigkeiten zur Schwester Have you Dorothy's any news Apotheke. of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Das habe ich doch stillgelegt. What is a journalist doing in this borough after sunset? So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Oh, ich habe was Neues über den herausgefunden. Cool. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Okay, ja, da kann man den essen. Oh, den kann man auch essen. Der ist auch lecker. Das ist ja ein Journalist, die kann man ja essen. Warum schreibt keine Zeitung über die Why Epidemie? are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza?
It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Das ist eine Schande, ja. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Hast du keine Angst, nachts vor die Have Tür you zu any gehen? idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Mein Rationalismus würde I must erschüttert. confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Gibt es noch ein paar persönliche Fragen, die wir ihm stellen können? Ne, brauchen wir mehr Hinweise. Okay. Goodbye, Miss. Aber immerhin haben wir wieder einen Hinweis bekommen. Können wir nochmal mit dem kurz sprechen? Vielleicht gibt es hier was Neues. Good evening. Ich habe Ihren Schüler gefunden. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Dankeschön. Kann ich ihm noch irgendwas Persönliches? Ah, wieso? Gestehen Sie Ihre Verbrechen. Machen wir direkt so. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. Den essen wir auf jeden Fall. Sie nutzen die Epidemie aus, um zu töten. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. Sie sind nur ein hochwürdiger Sadist. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist. I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reid. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Quatsch. Okay. Wieso hat er den zum Friedhof geschickt? Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Aha. Fahren Sie fort. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Mann. So. Das habe ich doch eben schon gesagt, oder? Ihr Schüler war ein Grabräuber. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Er hat die Toten entweiht. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. He walked boldly into the mouth of abomination. Er war ein Gauner. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Oh
Gott, bis ich den essen kann, ist noch ewig hin. Kann ich das? Why did you send I sent him on a... You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Okay, mit dem haben wir wieder ein super tolles Gespräch geführt, wie immer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo müssen wir denn hin? Ach, wir müssen wieder zum Krankenhaus. Okay, das heißt, einen ganz schönen Weg haben wir da aber zu gehen. Da eigentlich gerne nochmal hier gucken, ob wir hier nochmal irgendwie was Neues bekommen. Aus dem. Guck mal nur, ob es neue Fragen gibt. Nee. Have you recently... Goodbye. Okay. Gibt es bei dem irgendwas Neues? Do you have it? Right. Hat der irgendwas? Nö. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Andersrum eigentlich. Ist das der richtige Weg jetzt? Noch nicht ganz. Noch einmal weiter rechts. Upsi. Ach, da war was im Weg. Deswegen ist nicht. Was ist das hier für eine? Die kenne ich ja noch gar nicht. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reid. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Okay. 2 girls I know went to the dispensary yesterday. Nobody has seen them since. I worry about them, in case bad things happen. Mhm. Ihr Leben in London. Über Clayton Darbys Untersuchung. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Warum sind Sie so skeptisch? Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Okay, entspann dich mal. Ich will dich gar nicht. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Aber zieh trotzdem mal den Mantel aus, ich untersuche dich. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Mhm. Was mit der Gesundheit der Kunden ist You can egal. put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Das habe ich auch fast befürchtet, dass man das so sieht. Persönliche Fragen noch? Erzählen Sie von sich. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for Tja, conversation. ich sehe halt I have mehr no in dir als nur dein interest in your Körper. work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ich verurteile sie nicht. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doch. Doctor. Ich werde es noch Goodbye, herausfinden. miss. Und dann werde ich dir helfen. Du tust mir nämlich irgendwie leid. Du bist eine total nette Frau gewesen. Ich habe das Gespräch sehr geschätzt mit dir. Ist jetzt hier der richtige Weg? Ja. Ja,
keine Muni mehr, ey. Au, 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 au. Schon wieder so einer. Komm schon. Ach, fuck, ey. Jetzt bin ich voll am Arsch gerade. Oh, wieso geht er denn jetzt schon wieder zum Falschen? Macht er jetzt nicht mehr. Okay, machen wir jetzt mal durch. Wollte ich eh viel öfter benutzen. So. 1, 2. Jetzt beißen wir da mal rein. So. Boah, der andere macht dann Schaden, ey. Oh, fuck, ey. So, jetzt aber. Tot. Jetzt beiß ich dich, Penner, ey. Jetzt gebe ich dir noch Vampyr-Claws. Zack. Oh, fuck, fuck, fuck. Ah, fuck. Boom, jetzt bist du tot. Okay, das ist jetzt der neue Enemy-Type. I'm interested in. Aber ich habe ihn gut bewältigt, den Fight. Irgendwo höre ich hier schon wieder was. Hier irgendwelche Fressgeräusche höre ich hier. Irgendwo frisst hier schon wieder irgendeiner. Hier unten, oder? Ja, da, guck mal, den Kill. Oh, es sind zwei. Okay, chill, 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 chill. Okay, chill, chill, chill. Hallo, kommt doch mal jetzt, ey. Hä? Greift nicht an, oder was? Doch jetzt. Ah, okay. Das hat nicht geklappt. Ich wollte eigentlich mit dem Blutspeer beide attacken, aber es hat mal wieder nicht geklappt. Nichts mehr. Oh, come on. Schon wieder so viel. Was ist denn gerade schon wieder los hier? Warte mal. Ja, völlig absurd schon wieder in den Fokus. Okay, das machen wir mal so. Das ist so geil. Ich komm. Ach Mann, du sollst die Waffe wechseln. Jetzt. 2. Okay. Geht gar nichts mehr wieder. Ah, nervig. Nicht so schlimm. Passiert manchmal. Es hat sich ja schon trotzdem gebessert. Wo bin ich jetzt? Ich bin hier beim Whitechapel oder was? Schon wieder oder was? Ja, wenn die jetzt aber hier sind, fight ich jetzt nicht. Dann laufe ich einfach weg. Nee, mach ich nicht nochmal jetzt den Fight. Nee. Nee. Ist mir total egal. Das mache ich nicht nochmal jetzt, den Kampf. Kein Bock drauf. Viele wollen denn hier sein? Komm, ich hab jetzt... Hallo, lass mich doch mal los. Ich bin jetzt keinen Bock. Ich bin doch mal Arsch, ey. Es sind viel zu viele Gegners. Ja, klar. Hallo, wie weit will er denn schießen? So. I remember you. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. I am the land. You are our champion. 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 You are our champion
So, schalte ich mich wieder ein. Schluss mit den Rätseln. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Aha. Okay. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Das ist die Frage, ne? Maybe Edgar can help me with this one. Ja, dann machen wir doch das Gespräch mit Edgar Schwanensee. Vielleicht ergeben sich auch noch ein paar neue Dialoge. Gibt's hier bis wieder eine Cutscene? Ja. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Oh. Das Vertrauen muss wiederhergestellt werden. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned the dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Ich bin schon wieder ihre einzige Hoffnung. You want to restore peace in the hospital again? Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Ja, nichts Gutes. Ich werde sie alle Rest beschützen. assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Das trostlose Heilige des East End. Jetzt muss ich den killen. Aber jetzt gehen wir nochmal in unsere Hütte. Machen nochmal eine gemeinsame Entwicklung und dann ist auch die Folge vorbei für heute. For the well-being of his flock.
There's no other place he would go but the docks. Ich will noch mal ganz kurz, bevor wir das machen, gucken, was ist denn eigentlich hier oben? Ach, nix. Was steht denn da? Second Floor. Ja, und wieso kommt man da nicht rein? Warte mal, was ist das eigentlich hier für ein Interesting? Fenster. Einfach random in die Luft. Da kommt man gar nicht dran. Was ist hier für ein Raum eigentlich? I cannot enter. Ja, warum kann man überall nicht entern? Vielleicht brauchen wir mal einen Enterhaken oder so. So. Wollen wir mal hier in unseren Raum gehen. Und dann werden wir einfach schlafen und skillen und dann geht's weiter. Also ich muss sagen, die Attacke hier gefällt mir ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ah, die kann man gar nicht. Die kann man erst ab Level 14 aufwerten. Okay. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich hier mache. Also dieser Speer, der ist irgendwie nicht mehr so der Hammer. Da würde ich gerne mal das hier machen mit der Schattenwolke. Vampyr mit seinen offenen Schatten. Bla bla bla. Umkreis mit nadelleichten Speeren Schaden zu. Weil Vampire werden die Gegnergruppen aus der Entfernung auszuschalten. Okay, das klingt ganz interessant. Autophagie könnte ich auch mal... Boah, ist das teuer, das abzugraden. Sprung finde ich eigentlich immer cool. Ah, so weit du auswählst. Ah, da kann man quasi so wie in den Reid gehen, also sich so verstecken. Das ist aber nicht so optimal, ne? Mehr Kugeln, ja. Blutkapazität, das könnten wir auf jeden Fall einmal aufwerten, weil das kann nicht schaden. Oder zweimal sogar, weil wir brauchen mehr Blut. Zustand des Körpers. Wir könnten nochmal mehr... Nee, ist zu teuer jetzt. Nochmal Ausdauer. Ich würde sagen, wir machen nochmal gesund. Naja, machen wir auch nicht. Wir gucken mal. Ich will irgendwie noch was Fight-mäßiges. Abgrund. Sagen Schattenwirbel. Ich würde ja tatsächlich mir dann überlegen, ob wir diesen... Ne, Schattenschleier nicht. Ob wir hier Schattennebel machen. Ich glaube, ich mache das mal. Ich will das mal ausprobieren. Dann gucken wir einfach. Wie das so ist und skillen das dann auch. Schnelle Regeneration. Können wir das nochmal skillen? Nee, gell? Ne, jetzt haben wir erstmal genug EP verbraucht. Dann stellen wir das jetzt noch gerade um. Und dann fütter ich mal diese Bestie. Den nervt wirklich gerade extrem. So, ich hoffe, man hört das nicht die ganze Zeit. So. Genau. Ah, genau hier. Dann werden wir es einfach austauschen. Wir werden einfach den Blutspeer ersetzen durch den Schattennebel. Jawohl. Wir könnten natürlich hier auch nochmal ausprobieren. Ich hätte auch diese Barriere da. Die könnten wir auch nochmal irgendwann ausprobieren. Dieser Jump ist halt schon sehr nützlich manchmal. Da bin ich noch nicht sicher. Ich wollte mal gucken, ob ich eine Waffe verbessern kann. Bevor wir Schluss machen. Können wir ja nochmal gucken. Weil diese Säge ist halt voll cool, weil die so schnell ist, ne? Ich weiß auch nicht, mit der komme ich bis jetzt am besten zurecht. Obwohl die Machete eigentlich... Na gut, die macht halt weniger Schaden. Obwohl die sonst eigentlich auch nicht schlecht ist, ne? Verursachen Schaden um 10% erhöhen. Oder Ausdauerverbrauch 10% senken. Pretty cool. Was kann man hier machen mit der Säge? Die könnte ich auch mal verbessern eigentlich. Das wäre auch cool. Da hat die auch deutlich mehr Schaden. Schaden könnte ich erhöhen. Oder Ausdauerverbrauch. Oh, warte mal. Für so einen Schaden 2 Blutpunkte aufnehmen, wenn die Waffe trifft. Das mache ich mal. Ist ja cool.
Oh, cool. Das heißt, jetzt kann die ziemlich coole Sachen machen. Okay, finde ich gut. Was ist denn hier mit dem Flock? Der Brivenflock verbraucht mehr Ausdauer, bringt aber sonst... Okay, macht denselben Schaden auf der Stufe. Mhm. Ja, ist die Frage. Ja, gut. Das macht jetzt, glaube ich, 20 Schocken. Was haben wir hier? Achso. Ach so, man wertet dem zu dem auf. Oder was? Gewöhnlicher Flock, ein abgenutzter Flock. Gewöhnlicher Privenflock. Verstehe nicht so richtig. Abgenutzter, achso, abgenutzter, gewöhnlicher Flock. Ach, abgenutzter Privenflock und gewöhnlicher Flock, okay. Und das ist dann ein gewöhnlicher Privenflock. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Da machen wir das auch noch. Okay, jetzt sind wir hier ziemlich gut aufgewertet. Nee, bei der Waffe gucke ich nochmal bei dem Dealer, ob der noch was Besseres hat. Okay, dann war es jetzt, diese Folge. Wir sollen die Frau... die Asiatin müssen wir zurückbringen und dann schon Hemden finden. Also wir haben eine ganze Menge Aufgaben wieder. Das heißt, beim nächsten Mal wird es wieder rund gehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.